Am zweiten Tag seiner Arbeit in der Intensivstation will Thomas eine Weiterbildung für die neuen Mitglieder des Teams leiten. Er hat bereits Erfahrung in der Notaufnahme und möchte seine Kenntnisse nun mit seinen Kollegen teilen. Thomas kommt früh im Krankenhaus an. Heute wird ein besonderer Tag sein, nicht nur für ihn, sondern auch für die neuen Teammitglieder. Er überprüft seine Präsentation und Materialien für die Weiterbildung. Frau Schmidt, seine Teamleiterin, begrüßt ihn wieder. »Bist du bereit für die Weiterbildung, Thomas?« »Ja, Frau Schmidt, ich bin vorbereitet und freue mich darauf, mein Wissen zu teilen«, antwortet er. Das Seminar findet in einem der Konferenzräume des Krankenhauses statt. Thomas beginnt mit einer Einführung in die Grundlagen der Intensivpflege. Er betont die Bedeutung der Teamarbeit, effektiven Kommunikation und schnellen Entscheidungsfindung. Dazu gehört auch, die Vitalzeichen genau zu überwachen und auf kleine Veränderungen sofort zu reagieren, erklärt Thomas. Plötzlich klingelt das Notfalltelefon im Konferenzraum. Es gibt einen kritischen Patienten, der sofortige Versorgung benötigt. Thomas sieht dies als eine Gelegenheit für praktische Anleitung und nimmt das gesamte Team mit in die Intensivstation. Sie treffen auf einen Patienten mit akuter Atemnot. Thomas übernimmt die Führung und delegiert Aufgaben. Während er die Atemwege des Patienten sichert, erklärt er den Anwesenden, was er tut. Seht ihr, so stabilisieren wir die Atemwege. Das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man in der Intensivpflege beherrschen muss, sagt er. Nachdem der Notfall bewältigt ist, kehren alle zum Konferenzraum zurück. Thomas nutzt die Gelegenheit, um die eben erlebte Situation zu analysieren. Das war eine hervorragende praktische Lektion, auch wenn sie ungeplant war, sagt er. Die Teilnehmer geben positives Feedback und sind dankbar für die unerwartete, aber wertvolle Erfahrung. Schließlich endet das Seminar. Frau Schmidt kommt herein und dankt Thomas für die erfolgreiche Weiterbildung. Das war ausgezeichnet, Thomas. Du hast deinem Team nicht nur Theorie, sondern auch wertvolle Praxiskenntnisse vermittelt, lobt sie. Thomas ist zufrieden. Ich denke, das ist der Schlüssel zur Intensivpflege, eine Kombination aus Wissen und praktischer Erfahrung. Als der Tag endet, fühlt Thomas sich erneut erfüllt. Er hat nicht nur seine Fähigkeiten im kritischen Umfeld der Intensivstation angewandt, sondern auch die nächste Generation von Pflegekräften ausgebildet. Er weiß, dass die Ausbildung nie aufhört, und er freut sich darauf, was der nächste Tag in der Intensivstation für ihn bereithält.